Willkommen in Trinidad. Wir haben hier gerade Mittag gegessen, Schräg Abendbrot. Ist ja jetzt schon 16 Uhr, wir waren lange unterwegs. Und jetzt sind wir gerade im Zentrum. Wir sind untergekommen bei der Familie meines Geschäftspartners. Und genau, die Wohnung oder das Haus, die Unterkunft, zeige ich euch gleich dann noch im Anschluss. Ist auch wunderbar, wunderschön und vor allem auch sehr, sehr groß. Trinidad, farbenfroh wie immer. Ich bin jetzt, ich glaube, das 3. Mal hier. Mal gucken, was wir heute so machen. So viel nicht mehr, wie gesagt, es ist schon recht fortgeschritten. Aber morgen geht es dann an den Strand. Da haben wir uns schon Tickets geholt für den Bus. Und übermorgen geht es dann wieder weiter nach Contramaestre. Da müssen wir mal gucken, aber es ist erst am Abend. Von daher mal den übermorgigen Tag auch noch komplett eigentlich. Schauen wir mal. So, guten Morgen. Heute haben wir den 8. Januar. Hier in Vinales immer noch. Wir haben gerade gefrühstückt. Und jetzt geht es gleich los zum Strand. Wir fahren mit dem Bus hin. Da waren wir gestern schon in dem Tourismusbüro, aber das ist nicht notwendig. Man kann das auch im Bus machen eigentlich. Aber wir wollten das so ein bisschen sicher haben. Und haben da dann letztendlich die Bustickets gekauft. $5 pro Person für hin und zurück zum Strand. Ich blende euch hier mal so einen Zeitplan ein, wann der Bus fährt. Und ja, da begeben wir uns jetzt hin. So, hier sind wir jetzt an der Busstation. Wir haben noch 5 Minuten, wenn der Bus pünktlich kommt. Mal gucken. Aber das ist die 2. Station. Die war nämlich näher an unserer Unterkunft dran. Und mal gucken. Also ich blende euch jetzt hier nochmal den Zeitplan ein. Und heute Nachmittag, also wir fahren jetzt um 9 Uhr los mit dem Bus, also mit dem ersten. Und heute Nachmittag, weiß ich nicht, ich will mal gucken, ob 16 Uhr, 17 Uhr, wann der Bus da gefahren ist. Also irgendwie zu der Zeit wollen wir ihn zurück. So, wieder zurück in der Kasse. 17 Uhr. War ganz schön der Strandtag. Viel mehr haben wir heute auch nicht gemacht. Von daher die Aufnahmen, habe euch ja ein bisschen was eingeblendet, oder wenn nicht, mache ich es jetzt. Aber viel mehr haben wir auch nicht gemacht. Wir waren ja noch in dem Infotour, also Kuba-Tour Büro, ist so sozusagen Tourismusbüro. Und da haben wir noch ein bisschen was angefragt wegen Guadalajara, aber das war jetzt
nicht möglich. Außerdem, eine Sache, die ich noch gar nicht gesagt habe, glaube ich, Stromausfälle, die sehen aktuell so aus, dass ja, wir aktuell wieder Stromausfall haben. Wir haben es jetzt 17 Uhr. Gestern hatten wir ab 16 Uhr ungefähr Stromausfall bis 19, 20 Uhr. Mal gucken, ob es heute auch so ist oder länger. Ansonsten hatten wir in Havanna einmal kurzen Stromausfall erlebt. Das war aber vielleicht eine halbe Stunde maximal. Und ansonsten in Vinales auch. Da weiß ich ja nicht wie lange, weil unsere Kasse einen Generator hatte. Und deswegen der gleich angesprungen ist, also automatisch. Und von daher ich nicht genau weiß, wie lange da der Stromausfall war. Aber die Einschläge nähern sich. Wir bewegen uns Richtung Osten und da ist das mit der Stromversorgung ein bisschen schwieriger. Von daher mal gucken, wie das dann aussieht. Also ansonsten hier kleiner Schläger für $5. Nehme ich auch mit. Como el almuerzo que quieran comer, se puede pedir que te lo lleven a la casa calientita en y déjame. So, letzter Tag in Trinidad. Wir brechen heute auf und ja, tatsächlich war heute ein recht ruhiger Tag. Ja, die Reise hat in den Knochen gesteckt, soll heißen, ja, wir haben heute alles ein bisschen ruhiger gemacht. Und genau, was ich euch noch gar nicht so richtig gezeigt habe, war hier die Unterkunft. Und das machen wir jetzt mal. So, das ist hier auf mehrere Etagen aufgebaut. Da geht es noch hoch auf eine Terrasse. Jede Unterkunft oder jedes Zimmer hat halt hier seine eigene kleine Terrasse. Und dann geht es hier weiter in den Schlafbereich mit einem ja, größeren Bett. Dann geradezu das Bad. Und hier dann entsprechend noch ein ja, Umkleidezimmer bzw. Gepäckzimmer mit einem Kühlschrank dazu. Also alles, was man braucht. So, wir fahren jetzt, und die fahren noch nicht, wir gehen jetzt erstmal noch ja, ein etwas frühes Abendbrot essen, denn ja, unser Bus fährt in ab Santi Spiritus um 22 Uhr, glaube ich, irgendwie so um den Dreh. Das soll heißen, da wissen wir nicht genau, wie sieht es aus mit Verpflegungspunkten vor Ort. Hier wissen wir es, das heißt, um 17, 18 Uhr geht das Taxi los. Wir werden hier entsprechend jetzt vorher noch was essen gehen und dann ja, komplett zusammenpacken. Und dann geht es hier los, Richtung Contra Maestre. Und dann sind wir tatsächlich nach gut einer Woche, fast 2, dort angekommen, wo wir endlich hin wollen. Aber ja, die Reise dauert halt nur mal an, dadurch, dass wir halt entsprechend hier und da ein bisschen was ja, Kulturelles mitgemacht haben, beziehungsweise eher touristische Ziele noch angesteuert sind, was wir vorher eher seltener gemacht haben oder es ist schon eine Weile her, dass wir es gemacht haben. Von daher, genau, das ist jetzt soweit erstmal das, was heute noch passiert, also gar nicht mehr so viel, beziehungsweise es ist auch nicht so viel passiert. Grundsätzlich zu Trinidad kann ich sagen, ja, ich sag mal, mit einem halben Tag hat man eigentlich Trinidad gesehen und alles, was sonst drumherum passiert, also die ganzen Exkursionen, die man noch machen kann, dafür muss man halt tatsächlich Zeit mitbringen, was wir jetzt tatsächlich so gar nicht haben. Also wir hatten jetzt 2 Nächte, so 2,5 Tage Zeit. Wir waren gestern halt am Strand. Das war halt ein kompletter Tag, der da draufgegangen ist. Der Tag davor, da haben wir uns Trinidad ein bisschen angeguckt. Und ansonsten alles, was jetzt noch anstehen würde, also die ganzen Exkursionen, die halt nach ja, draußen gehen sozusagen, raus aus der Stadt, die würden jetzt relativ viel Zeit einbinden. Und dadurch, dass wir heute Abend halt mit dem Nachtbus weiterfahren und Busreisen, ja, sind ja auch mal ein bisschen schwieriger, sage ich mal, haben wir halt gesagt, okay, wir brechen nichts übers Knie, wir bleiben heute entsprechend ja, mit einem ruhigen Tag vor Ort
gucken, wie der Tag so verläuft und planen nichts weiter groß ein. Und dann halt am Nachmittagabend geht es dann los Richtung Contra Maestre. Soweit der Plan, so haben wir es durchgezogen letztendlich und war auch tatsächlich notwendig. Meine Frau Tatjana, die war auch sehr, sehr fertig von der Reise, die hat halt relativ viel auch geschlafen heute noch. Ich habe mich halt mit unserem Freund den ganzen Tag eigentlich unterhalten. Und so ist die Zeit auch sehr, sehr schnell vergangen. Und das sind dann halt so Sachen, die dann auch mal anstehen. Entschleunigung ist das Thema. Ne? Also tatsächlich, Kuba-Reise bedeutet ja nicht nur sich dies und jenes angucken, sondern auch einfach mal so ein bisschen runterzukommen, zu entschleunigen. Und das machen wir heute oder haben wir heute auf jeden Fall gemacht. Und mal sehen, wie die nächsten Tage werden. Ab Contra Maestre ist es ja so eingeplant, dass das sozusagen unsere Basisstation ist und von da aus immer wieder mal Touren anstehen. Santiago werden wir 1-2 Mal anfahren. Nach Las Tunas werden wir auf jeden Fall fahren. Baracoa und Holguín/Cuernavaca sind auch in Planung. Da müssen wir aber tatsächlich gucken, ob wir das überhaupt zeitlich alles hinbekommen. Weil wir jetzt hier schon gemerkt haben, das ist schon, wenn man das halt so 1-2 Wochen macht, so eine Reise, ist ganz fein, so alles mal mitzunehmen. Ne? Aber es schlaucht auch tatsächlich. Das nimmt auch ein bisschen Energie. Und der Urlaub soll ja Energie geben. Von daher gucken wir einfach, was die Zeit so bringt, wo es uns hin verschlägt. Und wenn wir zu den Orten noch kommen sollten, umso besser. Wenn nicht, dann ist es so, dann gibt es ein nächstes Mal. Wir werden ja wiederkommen, ne? So ist ja nicht. Von daher ist es dann halt alles auch eine Frage der Planung, beziehungsweise auch eine Frage, wie viel will man wann, wo, was machen und wie viel Zeit will man investieren. Und in unserem Fall haben wir natürlich auch unsere Familie vor Ort. Und da wollen wir natürlich auch ein bisschen Zeit verbringen mit der Familie. Also von daher können wir da jetzt auch nicht ankommen und 2 Tage später gleich wieder weiterfahren. Das geht auch nicht. So von daher gucken wir mal, wie wir da entsprechend das Ganze umsetzen, die nächsten knapp 2 Wochen noch. Na, und dann seht ihr halt in den nächsten Videos, wie es weitergeht. Ansonsten, ich nehme jetzt euch noch ein bisschen mit, was wir halt noch so heute machen und wie es dann letztendlich weitergeht. Bis nach Contra Maestre. So, wir sind in Santi Spíritus. Mit dem Wagen sind wir gerade hier angekommen. Wir waren so ungefähr 1,5 Stunden unterwegs von Trinidad. Und jetzt warten wir hier bei der Busstation auf den Via Sul Bus. So, das Büro ist noch geschlossen, deswegen müssen wir noch ein bisschen warten. Wir sind jetzt in Ciego de Ávila gelandet und mit 1 Stunde Verspätung. Der Bus hat gerade eine Panne und wir müssen warten, bis der repariert wurde. Oder wird. Mal gucken. Es hieß 10-15 Minuten. Schauen wir mal. Es ist jetzt 2 Uhr morgens. Jetzt müssten wir eigentlich schon in Camagüey sein und wir sind immer noch in Ciego de Ávila. Die 10-15 Minuten sind schon lange vorbei. Wir brauchen noch ein bisschen.
So, nach 1,5 Stunden geht es jetzt gleich weiter. Wir sind wieder im Bus.